Hallo, ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Ich werde euch heute ein Rakelbild präsentieren und zwar werde ich auch mit der Metallic-Farbe Gold und verschiedenen Perlfarben arbeiten. Doch zunächst steht erst einmal die Hintergrundbemalung an. Bei Rakelbildern ist es oft so, dass von der Hintergrundbemalung sehr oft nicht mehr viel zu sehen ist, aber ich hatte richtig Lust, ein bisschen was zu gestalten und während ich so dastand, kam mir in den Sinn, euch noch einmal Danke zu sagen. Deshalb habe ich dieses Herz gemalt und dann dachte ich mir auch, dass ich das ein bisschen künstlerisch gestalten kann, bevor ich dann mit meinem Rakelwerkzeug über dieses Herz gehe. Meine Farben für die Hintergrundbemalung sind ein dunkles Lila, ein dunkles Metallic Gold und das Blaugrün. Alle Farben sind von Amsterdam und ich gebe sie euch, wie immer, in der Videobeschreibung an. Meine Leinwand ist etwas größer als in dem letzten Video. Sie ist 50 x 50 cm groß. Und nachdem ich dann auch mit meiner Hintergrundbemalung fertig geworden bin, trockne ich diese mit dem Föhn an. Du kannst aber auch deinen Hintergrund ein paar Stunden lang trocknen lassen. Darauf habe ich mich sehr gefreut, mit meinem Rakelwerkzeug endlich wieder ein paar Rakelbahnen zu ziehen. Doch ich muss sagen, dass diese Leinwand qualitätsmäßig tatsächlich nicht die beste war, obwohl ich vom Hersteller dieser Leinwand sonst Besseres gewohnt bin. Man kann das etwas sehen, sie hängt also ein bisschen durch und sie hat auch eine recht seltsam geformte Holzleiste, die mir zu Anfang ein paar Probleme macht. Hinterher komme ich aber damit besser zurecht. Normalerweise verwende ich qualitativ hochwertige Leinwände und ich weiß nicht, warum jetzt diese Sorte Ausschuss dabei war, aber ich hatte das zu spät gesehen, weil die anderen Leinwände, die ich mitbestellt hatte, davor in Ordnung waren. Das nur als Hinweis, warum es nicht so die gewohnten Rakelbahnen wie sonst sind. Ich arbeite übrigens gerade mit einer Perlfarbe und zwar habe ich mich für die Perlfarbe Blau entschieden, die auch sehr schön und leicht auftrocknet und zu den dunklen Blau- und Lila-Tönen einen sehr schönen Kontrast bildet. Momentan ist das Herz noch an einigen Stellen wirklich gut zu sehen, aber ich kann euch jetzt schon mal verraten, hinterher wird es durch die verschiedenen anderen Schichten bedeckt sein. Hier versuche ich nochmal die Lücke aufzufüllen, aber ich merke, dass sich das so nicht realisieren lässt und vertage dann die Ecke der Leinwand auf eine spätere Schicht. Nachdem die Leinwand jetzt ein bisschen heller geworden ist, wollte ich unbedingt mit einer knalligen Farbe arbeiten und da habe ich diesmal zu dem Permanent Rot Purpur gegriffen. Eine sehr schöne Farbe, sehr kontrastreich, auch im Hinblick auf die dunklen Töne. Und da ich diese Farbe eben als Signalfarbe begreife, habe ich dann auch ein paar Schwünge mit ihr auf die Leinwand gebracht.
Ihr könnt jetzt von oben ganz genau sehen, wo sich diese Holzleiste in der Leinwand abzeichnet. Das kann natürlich auch ein Gestaltungselement sein. Allerdings habe ich mich dagegen entschieden, dass diese Holzleisten in mein Bild eingreifen werden, und so werde ich versuchen, mit jeder Rakelschicht etwas aufzubauen, sodass also die Holzleisten hinterher nicht mehr wahrzunehmen sind. Dafür braucht es ein wenig Geduld und vor allen Dingen auch Fingerspitzengefühl. Meine Idee war auch heute, das Gold aus der Hintergrundfarbe nach vorne als Rakelbahn einzusetzen, und ich fand, es gab keinen besseren Zeitpunkt, als den dunklen goldenen Ton auf das permanent Rot Purpur zu setzen. Und im Zusammenspiel dann mit der nächsten Farbe, die ich ausgewählt habe, das ist ein schlichtes Weiß, ergibt das natürlich Mischtöne, die ich dann einfach nur toll fand. Draußen ist es ja noch kalt und vom Frühjahr ist noch lange nichts zu sehen, aber mich hat dieses Dunkle im Hintergrund und dieses Leuchtende im Vordergrund richtig angesprochen. Manchmal säubere ich mein Rakelwerkzeug nicht zwischen den Schichten, weil ich tatsächlich diese Zwischentöne richtig schön fand. Und wer meine Videos schaut, weiß, dass ich ein Faible für Rosen habe. Und ich hatte so langsam, aber sicher den Eindruck, dass so das dunkelgrüne im Hintergrund und das freundliche Aprikot-rosafarbene im Vordergrund so ein bisschen ein Blütenmeer darstellen. Und deshalb habe ich dann auch noch zu einer weiteren Perlfarbe gegriffen, und zwar zu dem Perlgrün, einfach um diesem Bild noch ein bisschen mehr Glanz und Ausdruck zu verleihen. Langsam verschwinden die markanten Holzleisten unter den einzelnen Rakelschichten, und auch die großen Flächen, die am Anfang nicht mit Farbe bedeckt sind, sind nach und nach ein bisschen geschlossener geworden.
Ich habe nicht vor, alles mit dem Rakel zu verdecken, sondern ich werde diese Lücken offen lassen, weil ich es schön finde, dieses Dunkle im Hintergrund und diese hellen, frischen Farben im Vordergrund zu haben. Nachdem ich mit der Kante des Rakels noch ein paar Vertiefungen in meine Leinwand geritzt habe, habe ich beschlossen, dass mein Bild fertig ist. Und ich zeige es euch deshalb einmal vom Nahen, noch im nassen Zustand, sodass ihr die einzelnen Schichten und die verschiedenen Inseln einmal wahrnehmen könnt. Und man kann selbstverständlich an verschiedenen Stellen bis auf den Hintergrund durchgucken. Im getrockneten Zustand kannst du sehen, dass sich die Farben noch einmal verändert haben. Die Perlfarben sind aufgetrocknet und leuchten jetzt in den einzelnen Perlschichten. Es ist ein bisschen perlmuttartig, und zwar einmal in Blau und ein paar Sprenkel in Grün. Das Gold tritt an den aufgekratzten Stellen etwas hervor und bildet einen ganz wunderbaren Kontrast zu dem dunkler aufgetrockneten Permanentrot Purpur. Dann zeige ich es euch einmal, wie es an der Wand aufgehängt aussieht und von einem anderen Licht angestrahlt wird. Und dabei verändert es sich je nach Blickwinkel. Die Perlfarben sind transluzente Farben, das heißt, sie sind sehr durchscheinend, und auch das Gold gehört zu den transluzenten Farben. Und je nachdem, in welcher Schicht sie auftreten und wie dick die Farben im Einzelnen aufgetragen sind, hat man immer einen anderen Eindruck von dem Bild. Ich danke dir sehr herzlich fürs Zusehen. Ich danke dir auch sehr herzlich fürs Zuhören. Zunächst werde ich es bei dem 14-tägigen Rhythmus belassen und dann sehen wir uns also in 2 Wochen. Ich hoffe, du packst deine Malsachen aus und bist selbst kreativ. Schreib mir in die Kommentare, was du am liebsten malst, und dann wünsche ich dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.